Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute mit einer neuen aktualisierten Liste der besten XP ab Level 100. Und zwar wurde ich kürzlich darauf hingewiesen im Stream, dass es keine wirklichen Listen für Astria und Coral Island Update gibt, was die Monster angeht, bei denen man am besten leveln sollte und was auch nochmal die Aufschlüsselung der Quests angeht. Und da ich zwar dann korrigiert und gesagt, das ist nicht so ganz richtig, ich habe halt extra Videos nur darüber gemacht, aber so ein zusammenfassendes Video, wie ich es auch bei Level 1 bis 60 und 60 bis 120 damals gemacht habe, als Flive Universe ganz neu war, habe ich tatsächlich nicht gemacht, wo nochmal alles enthalten ist. Und deswegen habe ich mich entschlossen, okay, stimmt schon, das wäre cool, wenn wir das nochmal fürs High-Level machen. Und deswegen präsentiere ich euch jetzt gleich die Liste im besten XP-Bereich 100 plus. Ich dachte mir, ich mache jetzt einfach Level 100 plus, weil es einfach sich ein paar Sachen auch geändert haben. Es gibt ja neue Monster, neue Gebiete und so. Und es ist auch wirklich so ein Levelbereich, in dem man sich extrem lange aufhält. Also bis Level 100 geht ja normalerweise relativ schnell. Ja, da kann man auch nicht so ultra viel falsch machen. Im High-Level zwar kann man auch nicht wirklich viel falsch machen, aber dort ist es eigentlich mal, sag ich mal, deutlich relevanter, vor allem was auch Quests angeht und so, ab wann die sind und dass man das ein bisschen vorplant und so weiter und so weiter. Und ja, ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht erschlagen von den ganzen Texten hier. Im Endeffekt ganz simpel. Also ganz links steht das Level. Das ist das Level eures Charakters. In der Mitte stehen die Monster, bei denen ihr auf dem jeweiligen Level leveln solltet. Oder eine Empfehlung von mir, wo man gut leveln kann. Das ist zum Beispiel auf Level 100 Captain Clathan. Es gehen auch Small oder normale Clathan, je nachdem, was für einen Spielstil man hat. Das ist auch eine wichtige Info. Diese Liste ist jetzt einfach nur grob allgemein orientiert. Ja, das heißt jetzt nicht, also die Liste geht jetzt nicht darauf ein, seid ihr 1v1, seid ihr Fernkämpfer, seid ihr Magier, seid ihr Face-Tank AOE, seid ihr Hit-and-Run AOE. Das wird hier alles, also es würde viel zu komplex werden. Ja, für Elementor habe ich letztens schon mal so ein Video gemacht. Meine Monster-Empfehlungen als Elementor, weil das dann einfach stark davon abweicht, was ein Blade zum Beispiel macht. Und deswegen ist das hier wirklich nur so ein grober Leitfaden, der auch wirklich so einen Hauptfokus auf diese Quests hat. Übersicht über alle Quests, die es so in dem Level gibt, in den Levelbereichen. Und ja, wie gesagt, kann jetzt hier im Einzelnen abweichen. Also Captain Clathan würde ich jetzt als AOE, als Hit-and-Run-Elementor tatsächlich nicht gehen. Ich würde eher zu den normalen Clathan gehen, weil die Captain Clathan nicht so ein cooles Gebiet haben. Da ist Hit-and-Run einfach ein bisschen, naja, ätzender. Und ja, also deswegen, wie gesagt, so muss man das jetzt nicht zu ernst nehmen. Es ist nur so eine Idee, wenn man jetzt halt keine Ahnung hat, was man tut, dass man da einfach so grob weiß, okay, hier muss ich hin oder hier sollte ich hin, wie auch immer. Genau, und ja, wie gesagt, also das ist einfach das Monster-Level oder die Monstergruppe, bei denen ihr leveln solltet oder bei denen ich leveln würde oder was eine Empfehlung wäre, wo man leveln könnte. Und ganz rechts ist, denke ich, extrem selbsterklärend. Das sind einfach so die Quests auf dem jeweiligen Level und mit den Prozenten auch eingegeben. Das sind natürlich die Prozente auf dem jeweiligen Level, für das die Quest auch gedacht ist. Man kann die Quest natürlich auch später machen als das Level der Quest selbst. Also ich kann eine Quest für Level 102 auch mit Level 158 abgeben. Allerdings werde ich dann halt so gut wie keine XP mehr bekommen. Also ich persönlich bin schon Fan davon, Quests auch wirklich auf dem Level zu machen, für das sie gedacht sind. Aber das muss jeder selber wissen. Ja? Also könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja? Das liegt jedem selbst in der Hand. Also ich persönlich mache das grundsätzlich schon so, dass ich Quests jetzt nicht ultra lange aufhebe. Also vielleicht mal ausnahmsweise mal ein paar Level oder so. Aber jetzt halt nicht irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, bis Level 150 oder so würde ich jetzt eine Fun Bubble Quest auf jeden Fall nicht aufheben. Wird sie schon zeitnah dann abgeben. Und ja. Gut, das müsste eigentlich reichen an Erklärungen. Ich meine, es ist jetzt wirklich kein Hexenwerk hier. Also ihr seht schon, im Level 100er Bereich, 100 bis 102, auf jeden Fall im Clathan-Area bleiben. Man kann auch länger bleiben. Wüste, also das ist jetzt auch etwas, auf das ich dort nicht eingegangen bin. Also es bezieht sich jetzt hier auch nicht darauf, wie stark sind die Gegner, sondern wirklich auf die reine XP, die man bekommt. Zum Beispiel mit Level 103 zu Bernanke gehen, würden viele Leute wahrscheinlich sagen, ich würde lieber bis 104 noch bei Clathan bleiben oder so lange wie möglich. Und das liegt aber jetzt nicht wirklich daran, dass die XP dann so gut sind. Also ich meine, mit Level 104 sind die XP bei Clathan grundsätzlich schon schlechter als bei Bernanke eigentlich. Also vorausgesetzt man hat die gleiche Killtime und so weiter. Aber Bernanke sind halt Wüstenmonster und ihr wisst alle, die Darkon 3 Wüste, die Monster sind echt stark. Also wenn man da nicht so gutes Equipment hat, kann es schon wirklich heikel werden, dass man da vielleicht auch mal gewone-shottet wird oder so. Und ja, aber das wird ja auch, wie gesagt, einfach nicht berücksichtigt. Uns geht es hier wirklich nur um die reine XP und wir ignorieren eigentlich alle anderen Faktoren grundsätzlich. Genau, Bernanke ist ähnlich wie Clathan, da kann man auf jeden Fall einige Level verbringen. Bei Bernanke könnte man auch locker bis 108 oder 109 bleiben, wenn man das unbedingt will.
Mufferins habe ich jetzt hier mit 2 Leveln eingetragen. Also ich persönlich finde Mufferins nicht so schlecht. Ich weiß, viele Leute haten sie, aber ich würde schon kurzzeitig zumindest hinwechseln, allein schon wegen den Quest-Items. Popcranks das gleiche. Auch hier ist es so, viele Leute hassen regelrecht Popcrank und wollen so früh wie möglich nach Astria. Aber ich habe mich hier auch grob, ich kann es euch ja mal kurz erklären, also außer dass es mir ein Fehler unterlaufen, sollte es grundsätzlich so sein, dass ich hier niemals ein Monster empfehle, das mehr als 7 Level über eurem Charakter ist. Und warum ich das nicht mache, ist ganz einfach deswegen, wenn die Leveldistanz zwischen euch und dem Monster zu groß ist, dann sinkt auch euer Damage. Mit eurem sinkenden Damage sinkt die Killtime. Und wenn die Killtime sinkt, wird es schwierig, bei einem moderaten, also bei einem mittelmäßigen Equipment mehr XP zu machen, als einfach bei einem Monster, das ein paar Level niedriger ist. Ja, also 7 ist für mich eigentlich schon so wirklich das Höchste. Wenn man richtig gutes Equipment hat und richtig fett Power-Ups, dann kann man auch zu 10 Level höheren Monstern gehen, theoretisch. Aber das ist halt auch nicht der Standardfall. Ja, also auch das wird jetzt grundsätzlich eher nicht berücksichtigt. Also Leute mit eher schlechterem Equipment lieber länger noch bei niedrigeren Monstern bleiben. Und Leute mit mittelmäßigem Equipment können dann, wie gesagt, zu der Empfehlung hier greifen. Und Leute mit extrem guten ich sage die ganze Zeit Monster statt Leute. Ihr seid alle Monster, by the way. Leute mit richtig gutem Equipment und richtig fett Power-Ups, die können natürlich auch ein bisschen früher schon wechseln. Aber Killtime ist einfach das Wichtigste, das solltet ihr immer bedenken. Und Mobdichte spielt natürlich auch eine Rolle, weil es in der Liste keine Monster empfohlen werden, die eine schlechte Mobdichte haben. Abgesehen davon gibt es ab Level 100 eigentlich keine Monster mehr mit einer schlechten Mobdichte. Das ist dann sowieso Geschichte. Außer vielleicht Chimeradon. Haben zugegebenermaßen nicht die beste. Aber ja, 109, 110 Popcrank. Und dann ist es eigentlich relativ straightforward hier. 111, 6 Level über uns Small Medomet. 112, 6 Level über uns Medomet. Captain Medomet, Yeti, Mutant Yeti, Dark Yeti. Dann haben wir hier immer Lücken in Astria. Dann ist es halt immer grundsätzlich so, dass dann mindestens 3 Level Pause ist. Also zum Beispiel Dark Yeti sind 122 und die nächsten Monster sind dann Augu mit 125. Das heißt, da ist es dann schwierig, also auf 116, wenn man jetzt schon zu Dark Yeti geht, dann auf 117 zu Augu zu gehen, ist wieder ein bisschen kritisch, weil sie sind dann 8 Level über einem. Das ist schon ziemlich viel. Ja, und deswegen würde ich dann hier tatsächlich 2 Level eher bei Dark Yeti verbringen, dann 2 Level bei Augu und dann 3 Level bei Mutant Augu, weil wir dann den nächsten Jump haben. Von 126 auf 129 bei Ghosts. Also auch hier wieder 6 Level unter den Prince. Würde ich persönlich dann frühestens wechseln. Je nachdem auch wieder, also Augu ist wieder so ein Klassiker. Ich will jetzt nur kurz nochmal als Beispiel nennen, damit es jeder versteht. Also als Elementor zum Beispiel würde ich tatsächlich wahrscheinlich bis 126 bei August bleiben. Oder zumindest bis 125. Warum? Wegen dem Elementvorteil. Aber wie gesagt, das ist eine allgemeine Liste, die sich nicht an Elementor zum Beispiel orientiert. Deswegen nur noch mal als Hinweis, also im Einzelfall kann man schon auf jeden Fall davon abweichen. Muss man halt selber wissen, man muss halt seine eigene Klasse einfach kennen und wissen, wann macht es Sinn, wenn ich länger bleibe, wann macht es Sinn, wenn ich früher abhaue sozusagen. Ja, und hier das gleiche, 123, 129, auf 124 zu den Kings, 125, 26, 27 bei den Emperorn, wieder das gleiche, wir haben den nächsten Jump von 131 Monster-Level auf 135, ab 128 circa dann zu Mammut, 29, 30 auch bei Mammut, 131 bis 132 bei Cannibal Mammut. Dann verbringt man richtig lange Zeit bei Ancient Mammut. Das ist eigentlich wirklich das absolute Spezialfall hier. Das ist jetzt einerseits deswegen, weil ich das tatsächlich selber gerade auf dem FEC-Server erst hinter mir habe. Und hier gibt es noch den Sonderfall Small Aatrox, auch die Monster, die direkt nach Ancient Mammut kommen würden. Ancient Mammut sind 139, Small Aatrox sind 140. Warum würde man jetzt hier nicht zum Beispiel auf 137 oder so zu Small Aatrox gehen? Ganz einfach, Small Aatrox geben weniger XP als Ancient Mammut auf Level 139 zum Beispiel. Haben aber deutlich mehr HP. Das heißt, du würdest, wenn du jetzt auf 137 oder sogar auf 135 zu Small Aatrox gehen würdest, hätten die Monster viel mehr HP und würden weniger XP geben. Also Small Aatrox, die könnte man literally aus dem Game löschen und niemand würde sie vermissen. Also jetzt rein XP-technisch. Also die Viecher sind irgendwie, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, irgendwie falsche XP kalkuliert oder so, aber die Viecher ergeben einfach keinen Sinn. Also grundsätzlich sollte man eigentlich nicht zu denen gehen, also zumindest nicht, wenn man leveln will. Ja? Also wenn man nur Quest-Items sammelt, was sie haben tatsächlich einen richtig geilen Spawn, dann ja, aber ansonsten sollte man die eigentlich eher vermeiden. Hier steht auch extra nochmal dabei, selbst wenn man zu Small Aatrox geht, auf 140 dann frühestens, weil dann geben Ancient Mammut natürlich nicht mehr so viel XP, sollte man es auch nur als Aureela machen, weil es 1v1 hat man ab Monster Level 141 diesen tollen XP-Buff. Das heißt, 1v1-Spieler sollten hier auf jeden Fall zu den Aatrox gehen. Das ist auch die nächste Besonderheit. Haben wir natürlich hier wieder die Schwierigkeit, aber ich habe sie ja trotzdem mit aufgenommen.
will ich jetzt auch noch kurz dazu sagen, dass 1v1-Spieler ab den normalen Aatrox einen fetten XP-Boost kriegen. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, das geht halt nur für 1v1-Spieler. Das heißt, ein AOEler würde auf jeden Fall bei Ancient Mammut bleiben. Ein 1v1-Spieler würde so früh wie möglich zu den Aatrox wechseln, aber auch nicht zu früh. Also ich persönlich würde sagen, für 1v1 ab 135 wäre es dann Aatrox Level 141. Man könnte auch schon etwas früher wechseln, aber was man halt bedenken muss, ist einfach, Aatrox haben trotzdem, dass sie deutlich mehr XP geben als das Ancient Mammut, für nur 1v1, nochmal ganz wichtig, das geht nur für 1v1, dieser XP-Bonus, für AOE, deswegen, wie gesagt, steht hier Ancient Mammut in der Liste. Da muss man halt trotzdem aufpassen, weil sie haben trotzdem wesentlich mehr AP als Mammut, also das darf man nicht vergessen, ja, sie geben deutlich mehr XP, aber sie haben auch deutlich mehr HP, ist nicht irrelevant. Ich glaube, es sind über 40.000 tatsächlich, also ist wirklich nicht so wenig. Und ja, wie ich auch schon gesagt, die Monster dürfen nicht zu viel höher sein, weil sonst verringert es nochmal euren Damage und das verringert wiederum eure Killtime und auch dann macht es nicht allzu viel Sinn. Also wie gesagt, meine grobe Empfehlung wäre hier 135 für 1v1s, dann auf Coral Island zu switchen sozusagen. Ansonsten Ancient Mammut einfach weiter grinden. Genau, und dann ab Coral Island haben wir es jetzt ein bisschen anders als in Arsria. Also ab Coral Island seht ihr jetzt schon hier, auf 141 soll ich zu 141ern, auf 142 zu 142ern, auf 143 zu 143ern. Und eigentlich zieht sich das wirklich die ganze Zeit so weiter. Hier und da gibt es mal kleinere Ausnahmen, aber, ne, wobei, hier habe ich nur das Level nicht angepasst. Das ist tatsächlich falsch, okay, my bad. Genau, und zwar hat es den simplen und einfachen Grund, das haben wir im Endeffekt auch gerade schon besprochen, dass die HP der Monster in Coral Island sich ganz anders verhält als in Arsria. Also in Arsria ist es so, dass die HP, wenn ich jetzt von Mammut zu Cannibal Mammut wechsle und dann zu Ancient Mammut, da steigt die HP der Monster immer nur so um 10.000, 15.000. Also zwischen den einzelnen Monstergruppen ist es etwas mehr, aber jetzt zum Beispiel beim Mammut ist es wirklich nicht sehr viel. Wenn wir jetzt aber nach Coral Island gehen, dann ist es tatsächlich so, dass die Monster-HP teilweise wirklich einfach mal instant zwischen den einzelnen Leveln der gleichen Monstergruppe um 20.000 oder 30.000 steigt. Und das ist eben dieser wichtige Faktor, der heißt XP pro HP. Und den darf man nicht unterschätzen. Und das könnt ihr im Endeffekt ganz einfach ausprobieren. Ich zeige euch das Ganze gleich mal beispielhaft. Und zwar folgendermaßen. Also ich habe jetzt hier 142, gehen wir nochmal zurück in die Liste. Auf 142 sage ich hier Small Tiger oder Captain Aatrox. Spielt tatsächlich keine Rolle, die geben die gleiche XP. Und zwar sage ich hier Small Tiger oder Captain Aatrox. Jetzt könnte man aber sagen, so, ja, so eine Faustformel ist ja eigentlich so immer um die 5 Level. Das heißt, ich könnte mit 142 auch zu den normalen Mary gehen, die wären jetzt hier 146. Aber jetzt gucken wir uns mal die reine XP an. Also ich muss leider so große Zahlen hier eingeben, weil das Wiki gibt leider keine Nachkommastellen. Also wenn ich jetzt hier ein Kill eingebe, dann steht hier einfach 0 XP. Deswegen muss man hier mal so eine relativ große Anzahl eingeben. Aber es passt eigentlich ganz gut, weil 1000 Kills ist so ungefähr eine Stunde als 1v1. Also AOEler ist es ungefähr eine halbe Stunde Leveln. Also ist trotzdem aussagekräftig irgendwo. Und damit können wir es ganz gut vergleichen. Also wir sind 142, töten 1000 Small Tiger und bekommen dafür 2,8%. Ja, wenn wir jetzt zu Mary gehen würden auf 142 und töten 1000, kriegen wir 3,2%. Das ist 0,4% besser und es ist auf dem Level schon nicht allzu wenig. Tja, jetzt gibt es aber eben diesen Faktor XP pro HP. Die Small Tiger haben 321.000 HP, die Meryl haben 397.000. Das sind 76.000 HP mehr. Für jeden 1v1 mit einem moderaten Equipment sind das mindestens 2 oder 3 Hits. Gut, wenn man jetzt 100% Crit-Rate hat, sind es wahrscheinlich maximal 2, aber wie schon gesagt, mit moderatem Equipment sind das mindestens 2 oder 3 Hits, also schon eine, naja, ätzendere Killtime. Und für einen AOEler sind das auch mindestens 2, 3 Skills oder Ticks von Damage over Time oder whatever. Also es ist nicht unerheblich. Und dafür, dass die 76.000 mehr HP haben, oder 75.500, whatever, kriegen wir nur 0,4% mehr bei 1000 Kills. Ja, das gilt für 1000 Monster. Das ist schon ganz schön wenig, finde ich. Und das zieht sich hier wirklich durch. Also ich habe jetzt wirklich mir mindestens 10 verschiedene Beispiele angeguckt und wirklich übereinander gelegt. Und es zieht sich durch die gesamte Korallinsel wirklich so durch. Und das heißt, die gleiche Empfehlung wie vorher schon wieder. Diese Liste orientiert sich jetzt natürlich nicht an Leuten, die Max Equipment haben. Bestes Equipment auf 140 schon Herneswaffen, Korallwaffen, Lusagas Crystal Waffen mit Level Down haben. Perfektes Equipment und gefühlt alles One-Shotten, ja.
sondern diese Liste orientiert sich jetzt wirklich am normalen Spieler, am 0815-Spieler, sei es drum, auch am Free-to-Play-Spieler. Und was ich hier einfach gelernt habe jetzt aus diesen Vergleichen ist tatsächlich, dass es wirklich Sinn macht, lange bei den gleichen Monstern zu bleiben. Und das Wichtigste, was ihr machen dürft oder müsst, ist, überlevelt die Monster nicht. Also ihr dürft niemals im Level über dem Monster sein. Das heißt, mit 142 dürft ihr niemals bei Aatrox oder so sonst wo leveln. Ja? Oder bei Smaller, ja, war jetzt ein schlechtes Beispiel. Mit 143 dürft ihr niemals bei einem Aatrox leveln. Weil der höchste Aatrox ist 142. Das heißt, ab 143 kriegt ihr verminderte XP bei allen Monstern, die unter 143 sind. Und das bedeutet einfach Katastrophe. Also die Monster müssen immer mindestens auf dem gleichen Level sein oder höher als ihr, aber niemals niedriger. Und wenn ihr das bedenkt in Coral Island, fahrt ihr eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, wir haben das, glaube ich, ganz gut gesehen an dem Beispiel Small Tiger vs. Meryl. Der HP-Unterschied, der ist wirklich nicht unbedeutend. Das ist ganz schön viel. Und deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, eher länger bei den gleichen Monstern bleiben oder bei den Monstern auf dem gleichen Level, als dass man schon irgendwie mit 144 unbedingt zu Nagas geht, weil alle sagen, Nagas sind so toll. Ja, aber die haben halt dann auch einfach 130.000 HP mehr als whatever, Tiger, Captain Tiger oder so. Also es ist einfach wirklich nicht unwichtig. Ja, dann ist es richtig cool. Und zwar gibt es einfach mittlerweile richtig viele Quests. Ich habe tatsächlich noch ein paar Quests nachgetragen, die ich gerade, als ich es durchgehen wollte, noch gesehen habe, dass die ja gar nicht drinstehen. Die Liste ist, wie gesagt, vom Jahr 2022. Seitdem sind ja einige Updates zum Glück passiert, aber wir haben uns ja auch nur über die Monster geredet. Jetzt kommen die Quests. Genau. Und ja, ab Level 100 gibt es einfach extrem viele Quests. Ich werde es jetzt nicht alle vorlesen, weil das würde jetzt einfach zu lange dauern und ihr seht ja eh, was ihr machen müsst. Es sind größtenteils Questverwaltungsquests oder Dungeon Quests. Also ihr seht schon auf 105 zum Beispiel startet die Guardian Sanctuary Quest. Die gibt da 38%. Die geht dann weiter mit 108, da gibt es die 58%. 110 gibt es die 38% und so weiter. Also es gibt einfach sehr, sehr viele Quests jetzt durch diese neuen Dungeon Quests, die auch wirklich gut XP geben. Allein schon auf Level 115 zum Beispiel kriegt man 85% durch den Abschluss der Guardian Sanctuary Quest, 85% hier auf 117 durch die Volcano Quest. Also es ist wirklich ziemlich krass, was man mittlerweile im Level 100 bis 120er Bereich nur durch Quests an XP bekommt. Also man muss gefühlt fast gar nicht mehr leveln in dem Levelbereich, um hier einfach sehr schnell voranzukommen. Und das ist echt cool. Wissen vielleicht auch einige Leute nicht. Deswegen auch hier diese Übersicht, was man da alles machen kann. Genau, größtenteils sind es wie gesagt Questverwaltungsquests. Hier in Astria zum Beispiel gibt es dann erstmal ein bisschen weniger Quests, also Astria-Quests okay, aber ja, wie gesagt, hier in dem Bereich eher weniger. Ab 130 geht es dann wieder los mit richtig Fett-Quests. Da haben wir einerseits die Stormpeak-Quest, die dann richtig angeht, die Astria-Quest, die man abschließt, hier mit 95% auf 130. Weitere Questverwaltungsquests plus Korall-Quest startet auch schon mit 132 tatsächlich, also auch hier kriegt man schon relativ früh XP durch Coral Island, obwohl man höchstwahrscheinlich noch lange oder eine längere Zeit in Astria leveln wird. Dann Stormpeak geht da auch noch weiter. Dann ist so Stormpeak, Korall ist so ein bisschen gebüscht. Stormpeak kann man auf 135 abschließen für 114%. Auch das ist massiv. Also 135 kann man komplett mit Quests skippen. Dann geht es weiter mit Coral Island, beziehungsweise dann gibt es nur noch Coral Island. Dann ist Astria fertig nach der Stormpeak Quest. Gibt dann erstmal nicht ganz so viel XP, aber 20% in dem Levelbereich ist echt schon ein Segen. Das ist quasi, wenn man jetzt nicht auf FEC spielt, ist das wahrscheinlich eine Stunde leveln oder knapp eine Stunde leveln. Das ist schon echt nicht wenig. Genau, die Anzahl der Quests nimmt dann aber leider doch wieder ein bisschen ab. Auf 145 ist es relativ heftig. Da gibt es dann 2 Questverwaltungsquests, weil auf Coral Island gibt es teilweise 2 Monstergruppen, die auf genau dem gleichen Level sind. Wie hier zum Beispiel die Kingster und die Crapper. Das heißt, man hat dann zweimal 23% auf dem gleichen Level. Das ist ganz cool. Und dann gibt es noch die zusätzlichen Korallinsel Story Quests mit 45%, die auf 145, also 145 ist auch so ein Level, dass man komplett mit Quests im Endeffekt skippen kann eigentlich. Genau, dann auf 148 nochmal 23%, 150 gibt es 35%, auf 151 gibt es 56%, 35% auf 152, 70% auf 153, 23% auf 154 und die allerletzten Quests, die Highest Level Quests im Spiel sind für Level 155. Da kriegt man 95% durch Coral Island Quests, durch die Wild Quest Reihe. Die fängt auf 155 an und man schließt sie mit 155 ab. Finde ich persönlich ganz cool, weil dann kann man alles auf einem Level machen und muss nicht anfangen und wieder aufhören oder so. Und genau, das ist relativ cool, weil auf 155 ein komplettes Level skippen ist natürlich echt immens. Und ja, das waren im Endeffekt alle High-Level-Quests. Ich hoffe, da waren jetzt keine Fehler mehr drin. Ich bin es gerade nochmal durchgegangen. Wie gesagt, vor allem die Dungeon-Quests haben da leider gefehlt. Genau, das war etwas ärgerlich, aber wie gesagt, wir haben uns ja erstmal nur über die Monster geredet und jetzt über die Quests.
Und ja, das war meine Übersicht so, wie ihr eure XP maximieren könnt ab Level 100. Also wie gesagt, Quests sind hier meiner Meinung nach echt nicht irrelevant. Auf dem FEC-Server ist natürlich immer so ein bisschen schwierig mit Quests, keine Frage. Aber diese Liste richtet sich ja jetzt nicht zentral an den FEC-Server, sondern generell an Flive Universe. Und vor allem, wenn man nicht auf dem FEC-Server spielt und auch mal nicht nur leveln will, man hat ja manchmal doch keinen Bock zum Grinden und will mal ein bisschen was anderes machen. Einfach nur ein bisschen gechillt, so ein paar Quests durchklicken. Quests sind ja meistens ziemlich entspannt von dem, was man machen muss. Und es lohnt sich. Also man kriegt so viel XP, dass es tatsächlich eigentlich sich fast mehr lohnen sollte als Leveln in dem gleichen Zeitrahmen. Von dem her ist das echt ganz nett. Und wie immer würde ich mich auf jeden Fall selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall am Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Flive Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.